Jetzt geht's wieder los. Jetzt kommen die Käfer. Die Bugs wieder. Mhm. Da denkt man immer, man ist die los, dann kommen die wieder. Ne? Warum? Weil man dran rumfrudelt am Spiel, ne? Too many Bugs. Tja. Was testen wir denn gerade? Ne? Testen wir überhaupt? Also die beste Gegenmaßnahme gegen Bugs ist testen. Und die dann wegfixen, sozusagen. Ja. Ja. So, und was haben wir jetzt gemacht? Wir waren jetzt auf der Gamescom, auf der Convention. Und da waren natürlich 1000 Bugs, die wir nicht gesehen haben. Warum eigentlich? Convention-Demo gebaut, haben die selber getestet. Ich nenne das immer gerne Unit-Testing, wenn man selber testet. Was ein bisschen nicht ganz richtig ist, weil Unit-Testing kommt eigentlich aus der Programmierung. Ja. Und heißt irgendwie, du hast eine kleine Unit, die du dann irgendwie einmal testest und dann ins große Kollektiv überführst. So, ne? Das heißt, die eine Unit, die wird so lange getestet, von vorne und hinten und hin und her und nochmal und so weiter, bis das dann als gut befunden wird und dann in den Main-Code dann integriert wird. Aber ich nenne Unit-Testing das deswegen immer so, weil du bist irgendwie derjenige, der es als erstes spielt, weil du es selber baust, ja. Und das heißt, du musst deine kleinen Units erstmal selber testen, ja, die du da reingewurschtelt hast. Deswegen nenne ich das Unit-Testing. Das ist das Selbst-QA, wenn man so möchte. Ja. Und die haben wir gemacht. Bei der Convention-Demo, bei der Gamescom-Demo, das ist die zweite Demo, die wir gebaut haben. Die erste, die haben wir in der Roleplayverse gezeigt. Da waren schon sehr viele Sachen gefunden worden, die wir dann auch gelöst haben. Und die zweite jetzt, Fantasy Basel auch, die erste. Ne? Und jetzt auf der Gamescom habe ich nochmal eine bessere und eine aufgebrezeltere und auch weitreichendere Demo gebaut, die mehr Inhalte hatte, viel mehr Inhalt. Die war schon sehr viel runder, die hatte auch sehr viel weniger Bugs und alles, aber da sind natürlich trotzdem noch so die versteckten Dinger. Manche Sachen sieht man auch erst, wenn andere da drüber rennen, ne? Weil er und ich, wir wissen ja jetzt teilweise auch schon, wo Sachen sind und wie man sie spielt und wie es gemeint ist. Und ihr nicht. Und wenn dann irgendjemand kommt und das Spiel dann irgendwie ausprobiert, dann sieht man quasi erstmal mit einem Blick von außen irgendwie, wie funktioniert das denn tatsächlich für jemanden, der das alles noch gar nicht kennt. Und das ist natürlich total hilfreich und deckt dann auch Sachen auf, die vielleicht vorher von uns gar nicht gesehen worden sind. Das sind diese typischen Release-Bugs, so nenne ich die. Das heißt, wenn du mal ein Bild baust oder so, ne, das haben wir damals immer Release genannt. Hier nennt man das, glaube ich, bei Unreal Package oder so. Da kocht man, ja, das ist ein Bild guckt man hier. Mhm. Und wenn das dann so ist, dann sind die ganzen Debug-Klamotten weg, dann läuft das Spiel schneller. Und wenn es schneller läuft, dann kommen Fehler, die du nicht hast, wenn du im Editor spielst. Ja, weil du dann schneller bist. Weil du dann mit deinem Mausklick in irgendwelche komischen Lücken reinklicken kannst, die du vorher gar nicht erwischt hast. Ja? So, und dann gibt's auch verschiedene Spielertypen. Und wir sind eigentlich sehr bedächtige Spieler. Ja, wir mögen auch Geschicklichkeitskram und so weiter, aber wir denken erstmal drüber nach, bevor wir irgendwas machen. Es gibt Menschen, die hämmern die ganze Zeit auf den Tasten rum. Ist so, ne? Man muss ja immer was machen, ne? Sonst ist das ja nichts. Ne? Das muss das Spiel auch abkönnen. Triggern, immer irgendwo muss das Spiel irgendwo, da muss doch was gehen, da muss er immer triggern. Der Densen ist so einer, ne? Der Densen, der triggert immer. Der muss immer an dem Ding irgendwas tun. Deswegen ist er auch einer der schnellsten Spieler der Welt, glaube ich. Das ist der Speedrunner, ne? Und wenn er auf etwas warten muss, das heißt also, wenn die Wolke an ihm vorbeikommt, so, und er hat die gerade verpasst, ne, und dann muss er noch mal warten, bis die Wolke wieder an ihm vorbeikommt, dann kann der da nicht ruhig stehen bleiben, sondern dann springt er auf der Stelle mit dem Mannequin, immer bing, 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 und dann triggert er und triggert, weil er immer was tun möchte. Der ist auf jeden Fall ein Triggerfingerspieler, der Densen, ja. Der macht das total super. Der ist der Meister in seiner Zunft, ja, der Speedrunner. Könnte ich auch niemals. Das könnte ich auch nicht. Das sind anderer Spieler. Ja. So, das heißt also, wenn ich so ein Spiel baue, ich berechne nicht so jemanden, ja, der die ganze Zeit irgendwie auf den Tasten was macht. So, ja. Und das merkst du dann erst, wenn du tatsächlich andere Spieler darüber laufen lässt. Das kann man nicht simulieren. Ja, vielleicht kann eine AI das irgendwann mal simulieren. Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich muss man das spielen lassen, ne? Und das haben wir jetzt gemacht und da sind ein paar Sachen passiert. Auf einmal freest der ganze Bildschirm, auf einmal hast du die Kontrolle weg. Ja,
die Kontrolle, die bleibt irgendwo in der GUI stecken und du guckst auf den Tisch so, ja, und dann bleibt das Ding einfach stehen. Warum? Weiß ich nicht. Muss ich mir angucken. Muss ich debuggen. Bestenfalls reproduzierbar machen. Genau, irgendwie. Dann sagt man ja, wie hast du das hingekriegt? Und die Person sitzt dann da, weiß ich auch nicht, irgendwie mach das nochmal. Und dann, wenn du Glück hast, dann kann man das tatsächlich nochmal provozieren. Und dann weiß man, wie man es zu Hause nochmal nachmachen könnte, um diesen Fehler zu finden. Bei jedem 10. ist er aufgetaucht. Bei jedem 10. Spieler ungefähr. So, ja. Das heißt also, da hat man ein paar Leute so, wir haben 4 Spielstationen und die haben dann gespielt eine Viertelstunde, manchmal auch eine halbe Stunde, je nachdem, ob man Zeit hatte oder so. Ja, ist er nicht aufgetreten, ist sie aufgetreten und bums, da war er wieder da. Ja. So, ja, beim 10. Spieler. Dann ist da wieder einer, der, irgendwie genau an der passenden, das muss auch nicht unbedingt ein Trägerfingerspieler gewesen sein, sondern an der passenden Stelle hat er halt geklickt. Ja. So. Was da passiert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss das jetzt reproduzieren. Ja. Ich muss jetzt gucken, wie kriege ich das jetzt irgendwie nochmal wiederholt, verlässlich wiederholt, dass wenn ich etwas ändere am Code, das dann wieder testen und dann weiß, okay, jetzt ist es weg. Ja, in dem Fall ist es so, dass wenn wir das in der Engine selber testen, dass der Fehler häufig nicht auftritt, weil die in sich langsamer ist als die Release-Version. Ja. Das heißt, im Grunde genommen müsste man dann kann dieses Fenster nicht treffen. Ausprobieren, ob man irgendwas gemacht hat, was vielleicht hilft, dann ein neues Release bauen, dann in der Release-Version testen, ob der Fehler noch da ist, um dann zu checken, ob das, was man in der Engine gemacht hat, hilft. Das ist natürlich tierisch undankbar. Und kostet sehr viel Zeit, solche Fehler zu finden, aber irgendwie muss man jetzt herausfinden, woran liegt's. Man will diese seltenen Bugs nicht. Das sind die miesesten. Ja, stimmt. Die verstecken sich die ganze Zeit und tun so, als wäre alles gut, aber ist nicht. Der ist da. Man weiß, er ist da. So, und man muss ihn finden. Ja. Und dann hilft es auf jeden Fall, wenn jemand dieses Ding dann tatsächlich reproduzierbar wird. Dann ist die Hälfte der Arbeit schon getan. Ja, das finde ich auch am gruseligsten. Wenn du irgendwie dein Spiel released und du hast dann irgendwie vorher Sachen, die nicht aufgefallen sind. Und erst wenn viele 100 Leute sich das angucken, dann kommen auf einmal Sachen zutage, die vorher nicht da waren oder nicht aufgefallen sind. Oder irgendjemand hat eine ganz komische Konstellation jeder Computer ist ja auch anders aufgebaut mit anderen Komponenten und manche Sachen funktionieren vielleicht nicht. Wir wissen das einfach nicht. Oder solche komischen Dinge. Das finde ich immer am gruseligsten, wenn man sein Spiel released und dann auf einmal Sachen aufkommen und du denkst, nein, warum ist das jetzt so? Ich hätte das doch getestet. Und naja. Gab ein paar Sachen, die den Leuten auch nicht gefallen haben. Einzelnen Personen, ja. Das gefällt mir nicht, okay. Das nimmt man dann zur Kenntnis und schreibt sich das dann auf. Ja. Ne? Und dann merkt man sich das und dann wartet man, bis der nächste kommt. Ja. Und wenn man dann am Ende einer Gamescom, so wie jetzt zum Beispiel, wo wirklich hunderte von Menschen sich das Ding angeguckt haben, dann sagt, okay, wie viele Leute haben das denn wirklich erwähnt? Und wenn es dann mal einer war oder 2, dann kann man das ignorieren. Ja. Weil dann ist das nicht so wichtig. Ne? Ganz einfach. Zu diesem Thema hatten wir vor rund 4 Wochen, sage ich jetzt einfach mal, eine Folge gemacht, die hieß Consumer Feedback. Ja. Und da dröseln wir nochmal genauer auf, wie wir mit Feedback umgehen. Ja. Und das ist quasi ein Teil von diesem Test. Ne, das sind die Spielerwünsche sozusagen. Ja, ne? Genau. So, ne? Da gibt's auch viele Missverständnisse, da kann man halt gucken, ne, an welcher Stelle kommt der Spieler nicht mehr klar. Weiß er nicht, wie er rauskommt. Wir hatten dieses Problem mit dem Schlüssel und der Zelle. Ne? Zum Beispiel, so, also ein exemplarisches Beispiel. Also du wirst in eine Zelle geschmissen, musst dann den Schlüssel finden und so. Und dann hat man da noch einen Zettel hingelegt, ne, wo dann jetzt draufsteht irgendwie, okay, der ist da irgendwo bei dem Typen, bei der Leiche da, in dem Käfig. Und dann haben die Menschen das auch gefunden. Das heißt, das hat alles super funktioniert. Ne? Einige haben es trotzdem nicht gefunden. Okay. Ja, kann passieren. Ne? Wenn es dann nur wenige sind, dann ist man vielleicht zumindest mal auf dem richtigen Weg, weil eine gewisse Herausforderung muss ein Spiel ja auch haben. Ja, noch einfacher machen braucht man es, glaube ich, jetzt nicht, weil wirklich also vorher war es so 50-50 und jetzt ist es so, dass wirklich die Mehrzahl der Leute den Schlüssel findet. Ja. Und wenn man jetzt alleine zu Hause ist und dann nochmal anders konzentriert ist, vielleicht wenn man das Spiel spielt, dann guckt man vielleicht auch noch mal, welche Hinweise habe ich denn hier gefunden und dann findet man das Ding schon. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir diese Situation jetzt ganz gut im Griff haben durch Hilfsmittel, die wir mit reingegeben haben. Ja. Was testen wir denn gerade? Also Unit-Testing. Ich muss gucken, ob das Ding durchspielbar ist.
immerhin haben wir jetzt ein Spiel, bei dem man das auch machen kann. Ja, das heißt, das ist alles irgendwie da, aber funktioniert alles noch nicht. Ne? Das heißt, die Dialoge sind jetzt alle mehr oder weniger geschrieben, aber vielleicht ist das auch totaler Kauderwelsch, der da steht, den ich mir da zusammengeklickt habe. Ich weiß es nicht mehr, ist ein paar Wochen her, ein paar Monate. Ja, weil wir haben uns jetzt sehr viel darum gekümmert, dass jetzt die Demos funktionieren und Convention und Gedönse und dann liegt das Spiel da und ist noch nicht fertig und jetzt gucke ich mir das mal an. Ja. Zumindest die ersten 2 bis 3 Stunden, die diese Demo auch lang war, das ist das so, ne? Die ersten 2, 3 Stunden von dem Spiel sind schon getestet worden und jetzt weiß ich auch, wo wir da stehen. Und der Rest, den muss ich mir jetzt anschauen, bis er wirklich fertig ist. Und das ist jetzt das, was jetzt ansteht. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, in den nächsten Wochen so schnell wie möglich das Ding durchzutesten. Ja. Was kommt denn da zutage? Was ist denn da drin? Erstmal, die Dialoge sind alle drin. Da sind Schreibtippfehler drin, unter Umständen. Die muss ich finden. Da muss ich gucken, verstehe ich überhaupt, was der da sagt? Sagt er überhaupt das Richtige? Ich habe teilweise echt Probleme mit Himmelsrichtungen, habe ich festgestellt. Osten und Westen verwechsel ich häufig. Ja, geh mal zum Dorf im Nordosten. Das ist aber nicht im Nordosten. Das ist im Nordwesten. Ja? Das ist andersrum. Das müsste doch meine Aufgabe sein. Nee, das Dorf ist im Nordosten, so, und nicht im Nordwesten. Siehst du, ich habe schon falsch gesagt. Ja, aber das andere links. Das andere links, so, ne? Das andere links ist sehr häufig ein Problem. Ja, du baust das Ding und dann schreibst du den Dialog und hast es irgendwie andersrum im Kopf und du merkst das nicht mehr. Mhm. Ja, und selbst wenn du es nochmal hörst, dann hört sich das so plausibel an, dann nimmst du es noch mal auf, dann machst du nochmal Sprachaufnahmen da drauf und so, dann steht da Nordwesten. Das hört sich dann plausibel an. Weil ja, habe ich mir bestimmt angeguckt, stimmt wohl. Stimmt aber nicht. Und was machst du dann? Ja, musst du fixen, ne? Musst du da nochmal dran, nützt ja nichts. Das ist ein sehr beliebter Fehler. Eine Freundin von mir, die fuhr irgendwie die Königstraße runter, daneben saß ihre Freundin und dann sagte die, hier musst du links abbiegen. Sie biegt rechts ab und sie meint, das links meinte ich auch. Ja, sehr schön. Ja, aber so ist das, ne? Das heißt, selbst wenn wir das testen und wir sind beide der Meinung, das ist Tutti, ist vielleicht falsch. Ja. Ne? Das weiß man, das rutscht dann manchmal so dran. So ein Spiel ist super komplex, ne? Quest-Mechaniken muss ich testen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, ob die Quests, die ich mir da ausgedacht habe, die ich auch implementiert habe, ob auch alle Trigger sitzen, ob auch alle Log-Einträge vernünftig gemacht sind, ne? Red mal mit den 5 Typen und so und ne, du hast mit denen geredet und dann steht da nichts, du weißt nicht, wann du fertig bist. Dieser ganze Kram, ne, da habe ich mir vielleicht was ausgedacht, was gar nicht funktioniert, was du als Spieler, wenn du drin steckst in der Situation, was muss ich jetzt eigentlich machen, habe ich vielleicht vergessen. So, ja. Das muss ich mir anschauen. Dann die Itemverteilung, ganz klar, die muss ich machen. Ich muss zumindest mal gucken, dass überall wohin was hingehört, auch was ist, so. Und wenn erstmal nur da Kohle liegt oder was weiß ich, erstmal was Einfaches. Das muss zumindest mal vom Pacing her schon mal getestet werden. Wie ist denn das Pacing? Merke ich denn, habe ich denn auch genug Spaß? Wurscht nicht so lange an einer Location rum? Wie lange verbringe ich da? Wie viel Spielzeit verbrate ich da? Muss ich den Level vielleicht kleiner machen an der Stelle? Diese ganzen Sachen, dieses Look and Feel kommt noch oben drauf. Dann muss ich natürlich gucken, dass die Beleuchtung vernünftig währenddessen, hier flackert viel oder das muss ich jetzt alles machen. Ich nenne das Unit-Testing, obwohl es nicht ganz richtig ist, aber dass ich das Spiel zumindest mal einmal irgendwie mit einem Safe-Game, dieses eine Safe-Game durchwurstel, bis ich dann oben angekommen bin und dann durchgespielt habe. Bisher sieht das ganz gut aus, aber es kann auch sein, dass irgendwann das Safe-Game durch mein ganzes Rumgefrudel an der Basis irgendwann korrupt wird, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Kann passieren. Ja. Na, wenn man sich irgendwo verskillt oder was weiß ich, ist klar. Und ja, Monsterverteilung, sind zu viel drin, sind zu wenig drin. Wie viele Punkte habe ich gemacht, diesen ganzen Krempel, ne? Was stört vielleicht und so weiter. Also da sind wirklich super, super viele Sachen drin, die jetzt momentan von mir getestet werden. Oder von uns, vielmehr. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die da fallen dann Sachen auf, dann ist auf einmal irgendwie der Log-Eintrag irgendwie nicht lokalisierbar. Weil ich irgendwie den deutschen Text in Safe Game geschrieben habe. Klartext. Ja, das funktioniert ja nicht.
Weil da müsste dann, wenn ich den dann rauslese, dann müsste, wie wird der denn übersetzt? Nein, ich muss einen Platzhalter da rein, welchen Log-Eintrag er gekriegt hat und welche Quest und so weiter. Ich kann ja nicht einfach den Text da reinschreiben. So einen Schrott habe ich auch noch drin im Spiel teilweise. Das ist deshalb nicht aufgefallen, weil alle Sachen sind ja normalerweise schon lokalisierbar, die wir so haben. Also sowas wie Dialoge oder Questnamen und auch die Logtexte eigentlich. Aber es gibt ein Feature im Spiel, dass man, wenn man komplexere Quests hat, Informationen, also Logtext-Informationen zu einer Quest auch später noch bekommen kann, die das Ganze ergänzen. Das heißt, man bekommt eine Quest, hat einen Initial-Logtext da drin stehen, worum es geht, dann geht man woanders hin, kriegt eine neue Information und dann steht auch ein neuer Logtext drin. Und wenn man dann währenddessen die Sprache wechselt, sind die dazugekommenen Texte auf einmal nicht mehr lokalisiert. Und weil die nämlich hart da drin standen und das ist erstmal überhaupt nicht aufgefallen. Also um das so vereinfacht zu sagen, spielt man auf Englisch, schreibt er den englischen Text ins Safe Game rein. Kriegt man dann einen zusätzlichen Adlog-Text dazu, das heißt noch irgendwie hat er den dazu getan, nimmt er die beiden Deutschen, weil die native Sprache sind, also ne, die Native-Dings, und schreibt die dann ins Safe Game rein. Und dann ist das auf einmal Deutsch. Das ist dann da aufgefallen, wo ich dann denke, wie kann das denn sein? Wieso ist das denn auf einmal Deutsch? Ja, weil ich ohne Platzhalter gearbeitet habe. Wieso ist denn das passiert? Ja, keine Ahnung, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gemacht und so und klang plausibel, ja, schreibe ich da rein. Nee, war es aber nicht. So, und solche Sachen muss ich dann auch umstellen, so Sachen sind dann unangenehm, aber naja, funktioniert jetzt glücklicherweise. Habe ich gestern irgendwie noch hingekriegt. So, ne? Hat sogar einige Sachen vereinfacht tatsächlich. Ja. Ja, viele Bugs, viel Arbeit, aber es kommt so langsam. Es wird, ne? Das ist noch viel, viel Arbeit vor uns, um das Spiel fertig zu kriegen. Sollte man nicht meinen. Selbst wenn es da ist, ist es noch lange kein Spiel. Richtig. Ja? Hast du eine Community-Frage? Ja, die habe ich sogar im Kopf passend zu dieser Folge. Super. Denn es hat jemand gefragt, haben sogar mehrere gefragt, wahrscheinlich auch aus Eigeninteresse, wie organisiert ihr denn die Tests in der Zukunft? Und jetzt muss man dazu sagen, solche externen Tests, also wenn ihr jetzt sagen, irgendwie wir sind mit unserem Unit-Testing durch, dann haben wir jetzt erstmal zum Beispiel eine Gruppe an Freunden, die wir sehr gut kennen, denen wir auch vertrauen, denen geben wir das Spiel und die können dann mittesten und das ist natürlich auch schon mal hilfreich, weil dann gucken wir, ob unsere Version oder Messeversion funktionieren und so weiter. Aber wenn wir darüber hinaus jetzt noch in die richtige QA gehen und sagen, wir wollen noch größere Gruppen an Menschen unser Spiel testen lassen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die wir in Erwägung ziehen. Und diese Sachen komplett alleine zu organisieren, das heißt, sich Leute rauszusuchen, denen man dann zugibt, die man dann das Feedback einholt und dann organisiert und so weiter, das ist sehr zeitaufwendig und frisst so ein bisschen unsere Zeit aktuell weg. Alles, was nicht unbedingt sein muss, wäre gut, wenn wir das nicht auch noch machen müssen. Darum gibt es aktuell zwei Möglichkeiten, es gibt noch mehr, aber zwei, mit denen wir liebäugeln. Das eine ist, dass wir mit einer befreundeten Hochschule solche Tests machen könnten. Wenn man jetzt zum Beispiel eine größere Gruppe braucht, die aber nicht zu groß ist, könnte man zum Beispiel eine Hochschulklasse, die Game Design macht, darüber jagen lassen und das würde dann organisiert über die Hochschule. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Natürlich dann mit NDA und so weiter, dass die Leute auch nichts darüber sagen dürfen und dann bekommen die Zugang und können uns Feedback liefern. Und die weitere Möglichkeit, die wahrscheinlich gängigste Möglichkeit da draußen, ist, dass man tatsächlich ein QA-Studio mit dieser Aufgabe beauftragt. Und auch da haben wir schon Ideen, wie man das machen könnte. Dort können sich dann tatsächlich Leute bewerben bei solchen QA-Studios als Tester und Testerinnen. Und die werden dann in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Also es gibt ja unterschiedliche Spielertypen, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Menschen. Und die, dann kann man quasi entscheiden, wer soll denn jetzt quasi meine Testgruppe sein. Und dann kann man die da nochmal drüber jagen mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Ne? Nämlich die ganz einfache Sache, findet Fehler und gebt sie uns zurück. Oder versteht ihr das Spiel und macht das denn auch Spaß? Oder ne, dann kann man denen quasi Aufgabenstellungen geben. Und mit diesen Prämissen werden die dann darüber gejagt und das wird dann quasi von diesen Studios organisiert. Da muss man das auch nicht selber machen. Das heißt, wir bekommen dann im Grunde genommen
für unsere Aufgabenstellungen im besten Falle das Feedback zurück, damit wir dann uns damit beschäftigen können, das dann auch umzusetzen und die Fehler dann auch rauszumachen und sie dann vernünftig fertig zu machen. So funktioniert das. Und das ist nochmal ein Brocken, der vor uns liegt. Und im besten Falle schaffen wir dann einiges nochmal weg vor dem Release. Ja. Ja, das wird noch alle was. Das wird noch was. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, aber irgendwie macht's auch Spaß, ne? Das mal zu sehen, das erste Mal irgendwie da als Spieler so pioniermäßig so, okay, jetzt bin ich der erste Spieler, der jetzt hier sich das anguckt und so. Und du weißt, es werden mehr folgen. Das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Das ist cool. Habe auch voll Bock, das erste Mal von vorne bis hinten durchzuspielen. Ja.